Wie hast du stricken gelernt? Erzähl doch mal gerne in den Kommentaren, wie du stricken gelernt hast. Hast du Stricken durch Social Media, auf Tutorials, in YouTube und Instagram gelernt oder doch ganz klassisch in Büchern oder hat es dir deine Oma, dein Onkel, deine Tante beigebracht? Schreib es gerne in die Kommentare. Mein Name ist Calypso, ich stricke schon seit über 20 Jahren. Ich habe Stricken von meiner ehemaligen Nachbarin gelernt und auch von meiner Mutter anfangs, worüber ich sehr, sehr dankbar und sehr froh bin. Trotzdem greife ich regelmäßig auf Tutorials auf YouTube zum Beispiel zurück, wenn ich eine Technik machen möchte, die ich vielleicht nicht so oft anwende und deshalb vergesse. Da hilft mir auf jeden Fall ein kurzes Tutorial, um das Gedächtnis zu erfrischen und dann weiß ich auch wieder, wie es geht. Tutorials auf Social Media, Instagram, YouTube und so weiter sind wirklich eine tolle Sache. Es gibt wirklich super tolle Channels, wie zum Beispiel Nimble Needles, der ein ganz toller Experte ist und wunderbare Tutorials kreiert und kostenlos zur Verfügung stellt. Ich selbst habe bereits auch schon einige Tutorials gemacht, vor allem für Techniken, die ich in meinen Designs anwende und die eben dabei helfen sollen, meine Anleitungen nachzustricken. Ich biete auf meinem Channel aber keine umfangreiche Strickschule oder dergleichen an. Ich finde kurze und kontextlose Tutorials auf Social Media etwas problematisch, vor allem für Anfängerinnen, weil sie, finde ich, mehr Verwirrung stiften, als dass sie wirklich hilfreich sind. Für Anfängerinnen kann es zum Beispiel schwierig sein, ein Tutorial zu verstehen, in dem der Faden in der rechten Hand gehalten wird, obwohl man selbst vielleicht mit dem Faden in der linken Hand strickt. Das heißt, wenn ich Continental Style stricke, kann es für mich unter Umständen schwierig sein, ein Video zu verstehen, ein Tutorial zu verstehen, in dem English Style gestrickt wird. Und das trifft ganz besonders zu, wenn ich den Unterschied zwischen diesen Strickstyles überhaupt nicht kenne. Wenn ich als Expertin ein Tutorial suche, dann gebe ich einen Suchbegriff ein und wähle das passende Video. Das heißt, ich wähle eben nicht das Erstbeste, das ganz oben in der Liste erscheint, sondern ich bin in der Lage zu filtern und das passende Video zu finden, um die Technik richtig auszuführen mit dem Ziel, das ich mir wünsche. Das kann für Anfängerinnen unter Umständen schwierig sein, wenn man diese Erfahrung eben noch nicht hat und Tutorials komplett losgelöst von einem Kontext verwendet. Zum Beispiel gibt es sehr viele Arten, Maschen zuzunehmen oder abzunehmen oder auch Kanten schön zu stricken. Für Anfängerinnen kann es eben schwierig sein zu unterscheiden, welche Technik jetzt zielführend ist, das heißt, welches Video mich zu dem gewünschten Ergebnis bringt. Es kommt auch oft darauf an, wie man den Faden um die Nadel schlingt. Manche schlingen den Faden auf der Hinreihe in eine Richtung um die Nadel und auf der Rückreihe in die andere Richtung um die Nadel, weil es einem einfach so am leichtesten fällt. Zum Beispiel haben auch einige Probleme, linke Maschen zu stricken und finden es schwieriger, linke Maschen zu stricken im Vergleich zu rechten Maschen. Diese speziellen Vorlieben und auch kleine Schwierigkeiten können dazu führen, dass man unterschiedliche Styles auch kombiniert beim Stricken. Obendrauf gibt es nicht nur Continental Style und English Style, es gibt auch portugiesischen Style oder Shetland Style und noch ganz viele andere Styles. Das heißt, Arten oder Techniken zu stricken, das wirkt sich zum Beispiel darauf aus, wie man den Faden hält, wie man die Fadenspannung eben generiert. Beim portugiesischen Stricken, wenn ich mich nicht irre, hat man den Faden sogar um den Nacken herum und das kann wirklich große Unterschiede produzieren beim Stricken. Durch Social Media ist die Welt auf eine Art kleiner geworden, aber das kann es auch schwierig machen, zu differenzieren und herauszufiltern, welche Videos, welche Tutorials für mich eben relevant und sinnvoll sind. Aus diesem Grund ist der Kontext sehr wichtig. Unterschiedliche Maschenanschläge haben zum Beispiel unterschiedliche Eigenschaften. Es gibt Maschenanschläge, die sich besonders für Rippmuster eignen, weil sie sehr elastisch sind. Es gibt andere, die sich besser eignen, wenn man kraus-rechts strickt. Manchmal möchte man keinen elastischen Maschenanschlag, manchmal möchte man eben doch einen elastischen Maschenanschlag. Dafür ist der Kontext eben sehr, sehr wichtig. Ich habe in den Kommentaren von euch schon den Wunsch gelesen, dass ich doch mehr Tutorials machen könnte, aber ich habe keineswegs vor, auf meinem Channel eine Strickschule zu
konstruieren oder hier aufzubauen. Für mich ist es wichtig, Tutorials zu erstellen, die euch helfen, meine Anleitungen und meine Designs nachzustricken. Und dabei werde ich auch bleiben, weil es mir eben wichtig ist, Tutorials zu machen, nur wenn ich mir sicher bin, dass diese auch wirklich gut werden und dass sie eben nicht kontextbefreit sind, sondern dass ihr einen Referenzpunkt habt und wisst, wofür dieser Tutorial sinnvoll, wichtig und gut ist. Nur weil ich eine Kamera bzw. ein Handy habe und einen Channel auf YouTube unterhalte, bedeutet das nicht, dass ich automatisch gut unterrichten kann. Das sind zwei verschiedene Welten. Ich stricke schon seit über 20 Jahren ununterbrochen und würde mich schon als Expertin bezeichnen. Für mich ist eine Expertin eine Person, die einfach jedes Teil stricken kann. Ich schrecke vor nichts zurück. Es gibt keine Technik, die ich entweder nicht schon gemacht hätte oder nicht sehr, sehr schnell verstehen und lernen könnte. Das macht für mich eine Expertin aus. Trotzdem bedeutet es nicht, dass ich Skills habe beim Unterrichten, dass ich besonders gut erklären kann oder besonders gut unterrichten kann. Meiner Meinung nach, wenn man Tutorials auf YouTube oder anderen Plattformen zur Verfügung stellt, sollte man sich auf jeden Fall seiner Verantwortung bewusst sein. Bei Tutorials, vor allem bei kurzen Tutorials, das heißt Shorts oder Reels, die nur 1 Minute oder 90 Sekunden gehen und vor allem, wenn sie von Anfängerinnen produziert wurden, Anfängerinnen beim Stricken, wäre ich da auf jeden Fall eher skeptisch. Ich bin sehr froh, dass ich Stricken von meiner ehemaligen Nachbarin gelernt habe. Die Geschichte, wie das zustande gekommen ist, erzähle ich in meinem Video 7 Dinge über mich. Schau das gerne im Nachgang nach diesem Video. Die Art und Weise, wie ich stricken gelernt habe, war also kohärent. Sie war schon eher linear, weil ich eben eine Stricklehrerin für mich alleine hatte, die auch auf eine pädagogische Art und Weise mir Stricken beigebracht hat. Sie hatte einen ganz definierten Style, den ich einfach nachgelernt habe und dann für mich angepasst und nochmal neu definiert und eben für mich angepasst habe. Aber nur weil ich etwas kann, bedeutet es nicht, dass ich es besonders gut vermitteln kann. Obendrauf kommt dann noch die Hürde der Videos machen. Ich habe live schon anderen Leuten Stricken beigebracht. In der Vergangenheit habe ich bestimmt 5, 6 Leuten schon die Basics vom Stricken beigebracht. Das hat auch geklappt, das ging ganz gut, aber Videos zu machen ist dann auch nochmal eine andere Hürde. Meine Stricklehrerin konnte mich auf meinem gesamten Weg des Strickenlernens für viele, viele Jahre begleiten und das macht eben einen großen Unterschied im Vergleich zu einzelnen Videos, die man dann vielleicht auf YouTube mal guckt. Auf Social Media gibt es eben nicht nur falsche Informationen, sondern vor allem ist die Information unvollständig. Ich empfehle deshalb, dir einen bestimmten Channel auszusuchen, wie zum Beispiel Nimble Needles, und hauptsächlich seine Videos zu schauen und dich an ihn zu richten, vor allem wenn du Anfängerin bist. Ich weiß aber gerade nicht, ob er ich glaube, er hat auch für Anfänger alle Techniken. Von Basic, Grundlagenwissen beim Stricken bis zu super fortgeschrittenen hat er, glaube ich, alles auf seinem Channel. Ich empfehle auf jeden Fall, einen bestimmten Channel dir auszusuchen. Kannst du vielleicht einen Channel empfehlen mit einer Strickschule? Schreib es in die Kommentare. Ich empfehle auf jeden Fall bei Tutorials Nimble Needles. Es gibt aber auch ganz viele andere tolle. Eine andere Möglichkeit ist es eben ganz klassisch, auf Bücher zurückzugreifen, wenn du niemanden live hast, der es dir beibringen kann. Man kann aber auch in ein Wollgeschäft gehen. Es gibt zum Beispiel, habe ich in meinem Video über die Wollgeschäfte in Berlin, war ich bei Nimble Needles und die Inhaberin von Nimble Needles bietet auch eine Stricksprechstunde an. Vielleicht gibt es das auch in deinem Wollgeschäft in deiner Nähe, eine Stricksprechstunde, wo du immer wieder mit deinen Sorgen und Nöten hingehen kannst und eben von derselben Person immer wieder eine neue Technik erklärt bekommst. Wenn du schon etwas fortgeschritten bist und alle Basic-Bücher durchgearbeitet hast, kann ich dir auf jeden Fall dieses dicke Buch empfehlen. Das ist The Principles of Knitting von June Hammonds Hyatt. Es ist ein super dickes Buch. Das würde ich nicht Anfängerinnen empfehlen, denn es ist keine Strickschule. Es ist wirklich eine Enzyklopädie des Strickens, die so aussieht. Es hat also schon Bilder und Grafiken, aber man sollte auf jeden Fall schon ein gutes Verständnis von Stricken haben, um das zu verstehen. Das ist aber, glaube ich, das umfangreichste Buch, das es überhaupt gibt über Stricken und Stricktechniken. Deswegen, wenn du schon etwas fortgeschritten bist, kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen, denn du kannst einfach hinten in der,
Wortliste. Ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall kannst du hier einfach alphabetisch den Begriff zu deiner Technik suchen und dann findest du mehrere Seiten und Optionen in diesem Buch. Das ist eines der teuersten Bücher, das ich besitze über Stricken. Das ist besser als alle YouTube-Tutorials zusammen, ganz, ganz sicher und sehr, sehr umfangreich und sehr vollständig. Was ich an Social Media wirklich schätze, ist die Möglichkeit, Videos zu speichern und immer wieder anzuschauen, wenn ich sie brauche. Denn es passiert schon, dass wenn ich eine Technik nicht so oft anwende, ich einfach vergesse, wie die geht und es dann schon sehr hilfreich ist, wenn ich einfach zu dem Video zurückgehen kann, es mir ganz kurz angucke, dann ist meine Muscle Memory wieder aktiviert und ich kann diese Technik sofort wieder. Das finde ich auf jeden Fall super praktisch an Plattformen und Tutorials. Plattformen wie YouTube und Instagram, wo man Tutorials findet, sind also sehr, sehr wertvoll, sind ein wertvolles Werkzeug, vorausgesetzt man kann geeignetes von weniger geeignetem Material unterscheiden und kann auch den Kontext sich selber dazu denken, um das passende Video für die aktuelle Problematik, die vor einem liegt, zu finden. Was denkst du über dieses Thema? Schreib es gerne in die Kommentare. Wie hast du stricken gelernt? Und was machst du, wenn du auf eine Hürde triffst? Schaust du dann in Bücher, suchst du Tutorials oder fragst du lieber jemanden? Was ist da deine Herangehensweise? Bei mir ist es, glaube ich, eine Mischung aus allem, beziehungsweise vor allem Tutorials und in Büchern nachgucken. Oder ich probiere einfach selbst aus, bis ich das passende Ergebnis finde. Probiere ich einfach rum, mach's dann wieder auf, wenn es nicht passt und mach's dann nochmal. Das ist auf jeden Fall auch eine super Methode, Learning by Doing und vielleicht auch die effektivste Methode, um sich Dinge dann auch zu merken, wenn man das Problem eben selber gelöst hat, also den Lösungsweg selber herausgefunden hat. Schreib gerne in die Kommentare, was deine Herangehensweise ist. Über das Thema Social Media und Stricken habe ich noch ein anderes, etwas ausführlicheres Video gemacht, wie die Wechselwirkung ist zwischen unserer Strickwelt, unserem Lieblingshobby und Online-Plattformen wie YouTube und Instagram. Das ist ein super spannendes Video, das zum Nachdenken anregt. Ich lade dich also ein, dieses Video zu schauen, das hier auf dem Bildschirm erscheint und ich freue mich, dass du dabei warst. Hinterlass mir gerne ein Hashtag Strick mit Calypso in den Kommentaren und bis zum nächsten Video. Ciao!